Um dem Geheimnis des perfekten Wiener Kaiserschmarrns auf die Spur zu kommen, geht's als erstes zum K&K Hofzuckerbäcker Demel. Hier gibt's diese Wiener Leckerei frisch zubereitet, sowohl im Lokal als auch zum Mitnehmen. Ich habe mir gleich eine kleine Portion Kaiserschmarrn im Scharnitzel schmecken lassen. Und als Beilage habe ich den Zwetschgenröster gewählt. Während ich den Kaiserschmarrn verdrückt habe, habe ich außerdem den Köchen beim Demel ganz genau auf die Finger geschaut, was ihren Kaiserschmarrn so lecker macht. Und ich habe gelernt, damit er so gut schmeckt, braucht es Unmengen Butter und Zucker zum Karamellisieren. Und ganz wichtig, der Kaiserschmarrn muss ganz frisch zubereitet und gegessen werden. So schmeckt er am besten. Herzlich willkommen in meiner Küche. Es wird wieder gekocht, und zwar Kaiserschmarrn. Für Kaiserschmarrn gibt es ganz viele unterschiedliche Rezepte. Ich habe mich daher bei den Zutaten am Plachuto orientiert und bei der Zubereitung den Köchen vom Demel ganz genau auf die Finger geschaut. Übrigens an dieser Stelle noch ein Geständnis, ich habe noch nie Kaiserschmarrn selber gemacht. Also wünscht mir Glück, dass das was wird. Als erstes habe ich die Rosinen in Rum eingelegt. Eigentlich sollten die sich einige Stunden ansaufen, aber ich habe leider drauf vergessen und bei mir war es dann nicht so lange. Für den Teig rührt man Milch, Eidotter, Vanillezucker und Mehl glatt. Dann werden die Eiklar, der Kristallzucker und das Salz zu einem festen Schnee geschlagen. Da hebt ihr jetzt die Milchdottermasse unter. Jetzt erhitzt ihr eine Pfanne und gebt ordentlich Butter rein und gießt den Teig in die Pfanne. Wichtig ist, dass der Teig nicht zu lange steht, weil sonst fällt der Schnee darin zusammen und der Kaiserschmarrn wird pampig. Wenn du möchtest, das Rezept zum Kaiserschmarrn findest du auf meiner Website www.gretewalz.com. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Während der Kaiserschmarrn in der Pfanne backt, sehen wir uns seine Geschichte näher an. Eine besonders bekannte Legende dreht sich um Kaiserin Elisabeth, die man besser als Sissi kennt. Die Kaiserin aß nämlich sehr gerne süß. Unter anderem kandierte Veilchen, die ich in diesem Video schon einmal vorgestellt habe. Gleichzeitig achtete Elisabeth aber auch streng auf ihre Figur. Daher kreierte der Hofzuckerbäcker ein besonders locker leichtes Omelett. Doch der Kaiserin wollte dieses Gericht so gar nicht schmecken, woraufhin ihr Mann, Kaiser Franz Josef, entnervt meinte, dass man ihm halt den Schmarrn geben sollte. Als Schmarrn bezeichnet man nämlich auch etwas Minderwertiges oder auch einen Unsinn. Belegt ist diese Geschichte aber nicht. Vielmehr waren Schmarrn schon viele Jahrhunderte lang eine beliebte Speise in der bäuerlichen Küche. Denn Eier, Milch und Mehl waren auf den meisten Höfen vorhanden. Im 18. Jahrhundert gelang dem Schmarrn der Einzug in die gutbürgerliche Küche in den Städten. Dort wurde er verfeinert und somit salonfähig. Die Ergänzung Kaiser vor dem Kaiserschmarrn erhielt das Gericht wohl, um seine besondere Qualität auszuzeichnen. Das machten österreichische Köchinnen und Köche im 19. Jahrhundert besonders gerne. So gibt es zum Beispiel auch die Kaisersemmel oder den Kaiserkugelhupf. Da unten tut sich ja schon was. Okay, ich mache das jetzt so wie beim Demel. Oh, okay, naja, vielleicht macht es der Demel ein bisschen besser als ich. Ah! Oh je, jetzt habe ich mich schon wieder mit der Geschichte verquatscht. Deshalb ist mein Kaiserschmarrn auf der einen Seite auch etwas zu sehr angebacken und die Rumrosinen habe ich auch vergessen rechtzeitig reinzugeben. Naja, was soll's, rein damit. Mehr ist mehr. Der Kaiserschmarrn wird jetzt in kleine, nicht so ordentliche Stücke gerissen und dann habe ich, wie beim Demel, noch Zucker in der Pfanne karamellisiert und die Stücke darin gewendet. Und dann wurde endlich gegessen. Als Beilage habe ich mir ganz klassisch einen Zwetschgenröster schmecken lassen. Das ist ein dick eingekochtes Pflaumenkompott. Hier in Österreich gibt es den im Supermarkt zu kaufen. Wenn du keinen Zwetschgenröster bekommst, könntest du aber auch zum Beispiel Kirschen- oder Weichselkompott oder Apfelmus dazu essen. Mahlzeit! Ups, am Ende habe ich jetzt auch noch vergessen, meinen Kaiserschmarrn mit Staubzucker zu bestreuen. Der gehört nämlich auch noch drauf, aber naja, lecker war er trotzdem. Nach den Hoppalas bei meinem Kaiserschmarrn geht's jetzt in ein Lokal, das sich auf Kaiserschmarrn spezialisiert hat, nämlich die Schmarrn- und Palatschinkenkuchel. Hier kannst du dich durch verschiedene Schmarrn durchprobieren und Palatschinken gibt's auch, von süß bis salzig. Wir hatten erst eine Palatschinke mit Wild und eine ungarische Fleischpalatschinke und dann einen Kaiserschmarrn. Übrigens, es ist auch durchaus üblich, in Wien Kaiserschmarrn als Hauptspeise zu essen. Das habe ich dann im nächsten Lokal gemacht, im Specht. Hier gibt es gut bürgerliche Küche mit einem modernen Touch. Das Lokal ist außerdem in einem tollen Haus untergebracht mit sehenswerten mittelalterlichen Fresken. Süße Hauptspeisen sind in der österreichischen Küche durchaus üblich und normalerweise isst man davor einfach eine Suppe. Ich habe mir hier eine Erdäpfelsuppe mit Speckschaum schmecken lassen und danach gab es einen Kaiserschmarrn mit Bratapfelmus. Nach so viel Kaiserschmarrn freue ich mich schon auf ein deftiges Frühstück und was es da gibt, erfährst du in diesem Video. Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dankeschön und bis bald!